Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute wird nicht wirklich großartig umgebaut, sondern nur ein bisschen verändert. Ihr alle kennt die Steinbock-Reiter aus dem Hobbit. Als Modelle gibt es die von Forgeworld und auch von The Printing Goes Ever On. Auf die Preise von Forgeworld werde ich jetzt nicht eingehen, also kommen die Modelle von Printing Goes Ever On auf den Tisch. Allerdings gibt es hier auch wieder wie immer ein kleines Problem. Zum einen sind mir die Steinböcke etwas zu klein, was sich allerdings im Druck ändern könnte, aber gleichzeitig sehen die auch zu freundlich in die Landschaft für ein Schlachtross oder für ein Tier, das in den Krieg ziehen soll. Also kommen, wie ihr hier seht, Bären zum Einsatz. Die sind natürlich auch aus dem Drucker und nicht für Zwerge ausgelegt, denn eigentlich sitzen da Kisleviten drauf. Die Bären gab es aber einzeln und für Zwerge finde ich die immer sehr gut. Folglich muss hier ein bisschen was verändert bzw. umgebaut werden. Den Anfang macht, wie ihr hier schon die ganze Zeit seht, der Sattel. Der wird mit Green Stuff aufgefüllt, bis die komplette Sitzfläche bedeckt ist und das Ganze wird dann danach nochmal mit dem Silikonwerkzeug geglättet. Ist der Green Stuff ausgehärtet, geht es mit Brown Stuff weiter. Ich hätte auch mit Green Stuff weitermachen können, aber von dem Braunen hatte ich einfach noch mehr. Wenn man den aufbringt, muss man jetzt nicht genau darauf achten, dass er an allen Stellen genau mit dem Sattel abschließt, weil die Modelliermasse wird danach zu Fell modelliert und dann liegt die halt eben so, wie sie liegt. Um das Fell zu modellieren, ziehe ich die einzelnen Haarstränge erst nebeneinander und dann untereinander in das Material. Mein Plan war es, dass es aussehen sollte wie Schaffell. Allerdings sieht es durch die langen Haarsträhnen jetzt mehr nach einer Heidschnucke aus. Aber was soll's. Es erfüllt schließlich den gleichen Zweck und der Zwerg setzt sich drauf. Falls beim Modellieren eine Strähne zu lang oder zu kurz wird, ist das auch weiter nicht schlimm, denn es handelt sich ja um ein Fell, das ist ein Naturprodukt und dann liegt eben das Fell so wie es liegt und es ist so lang wie es lang ist. Worauf man aber achten sollte, ist es, die Strähnen am Ende ganz auszuziehen. Macht man das nicht, bildet sich da unten ein Wulst und das sieht nicht nur nicht schön aus, sondern zerstört auch etwas die Illusion von einem fellbedeckten Sattel. Zum Abschluss setze ich dann die Reiter in die Sättel, damit die Modelliermasse die Form annimmt, die sie haben muss, damit die Zwerge auch sicher sitzen können. Jetzt, wo der Sattel eine Fellabdeckung hat, müssen Vorder- und Hinterzwiesel, so heißen die Teile, die die Sitzfläche begrenzen, wieder aufmodelliert werden. Auch das geht relativ einfach vonstatten. Der Brown Stuff wird aufgebracht und die ursprüngliche Form wird einfach nach oben verlängert. Hier kann man auch nicht viel falsch machen, außer dass die Modelliermasse auf einer Seite dicker aufgetragen wird als auf der anderen. Aber das kann man leicht vermeiden, indem man immer wieder mal kontrolliert und zur Not kann man später mit Pfeilen und etwas Messerarbeit das Ganze auch nochmal korrigieren. Wenn am Ende die Farbe drauf ist, fällt es sowieso nicht mehr auf. Die Bären sind fertig, jetzt geht's an die Reiter. Wie ich schon gesagt habe, sind die von The Printing Goes Ever On und ich habe einige davon gespiegelt ausgedruckt, damit sie ein bisschen unterschiedlich aussehen. Die Teile könnten einfach mit Sekundenkleber zusammengeklebt werden, allerdings ist die Gefahr, dass sie dann schnell wieder abbrechen, sehr groß. Deshalb kommen wieder Messingdraht und Bohrer zum Einsatz, so bleiben die Teile auf jeden Fall an Ort und Stelle. Wir kommen jetzt auch zum einzigen richtigen Umbau in diesem Video. Denn die Waffen von Printing Goes Ever On sind natürlich für die kleineren Steinböcke ausgelegt und bei den längeren Waffen sind die Hände in der Mitte modelliert, so dass sie auch nicht genug Reichweite haben, um nach unten zu schlagen. So gut die jetzt auch aussehen, sie passen jetzt nicht mehr zu den Reitern. Aber die Blitzbox ist groß genug und liefert auch genügend Ersatzteile. Die neuen Hände kommen von der Oathmark-Zwergeninfanterie, genauer gesagt von den Speerträgern und vom Bannerträger. Den Speer kürze ich so, dass es aussieht, als ob der Zwerg die Waffe lang greift, also im unteren Drittel, damit er eben die Reichweite hat, von seinem Bären auf den Feind zu schlagen. Die Hand wird wie alle anderen Teile auch wieder gestiftet, damit sie nachher besser an der Figur angeklebt werden kann. Nachdem diese Stifte gesetzt sind, kommt ein neuer Axtkopf an den Schaft. Hier kommen wie immer die Waffen von Reaper zum Einsatz. Die Länge des Schafts passe ich nochmal an, damit sie nicht gar zu lang wird. Wie vorher auch schon, werden die Teile mit Messingdraht gestiftet und aneinander geklebt. Mit seinem Schild ist der erste Zwergenreiter dann auch schon fertig. Der zweite Zwerg bekommt einen Streithammer. Das Verfahren ist dabei das gleiche wie beim ersten. Der Schaft wird auf die richtige Länge gekürzt und mit Stiften mit dem Hammerkopf verbunden. Anschließend wird die Hand gestiftet und festgeklebt. Der Schild wird als letztes am Modell befestigt, aber wie immer natürlich nicht angeklebt, damit sich's nachher leichter bemalen lässt. Eigentlich hatte ich geplant, an dieser Stelle jetzt mit dem Video Schluss zu machen. Dann habe ich mir aber gedacht, was willst du eigentlich mit nur 2 Bären?
Für Herr der Ringe kann ich sie sowieso nicht einsetzen. Für Saga Age of Magic reicht es für einen Punkt Kreaturen und für Warlords of Everyone wiederum für gar nichts. Einen Bären hatte ich noch auf Halde, also habe ich den Drucker einfach angeworfen, noch 2 Bären und 3 Reiter gedruckt und ein bisschen Kleinkram. Dem dritten Zwerg habe ich leider beim Entfernen der Supports den Fuß abgebrochen. Aber das stört nicht weiter, ich habe auch noch ein paar Infanteristen ausgedruckt und dann wird einer von denen als Ersatzteillager dienen. Außerdem will ich diesem Zwerg den Oberkörper austauschen. Deswegen wird er erstmal an der Hüfte durchgesägt und der Oberkörper kommt dann von dem Infanteristen, der auch seinen Fuß hergeben muss. Entsprechend wird auch der in der Mitte durchgesägt. Anschließend werden Ober- und Unterkörper mit Messingdraht verbunden und zusammengeklebt. Der abgebrochene Fuß wird noch ersetzt und dann geht es auch schon mit der Axt weiter. Ich habe auch ein paar Speere ausgedruckt, die als neue Axtschäfte dienen werden. Die sind auch bei den Daten für die Zwerge dabei, folglich passt das alles sehr gut zusammen. Der Umbau an sich ist hier wieder sehr einfach. Eine Speerspitze war schon beim Entfernen der Supports abgebrochen. Ja, ich gebe es zu, ich war nicht besonders vorsichtig. Entsprechend musste nur die Axt mit einem Teil ihres Schafts abgetrennt und anschließend beide Teile mit Messingdraht verbunden werden. Zum Schluss wird die Hand an den Reiter geklebt, der ist damit dann fertig und mit Kopf sieht er dann so aus. Dem nächsten Zwerg werden zuerst auch die Arme abgetrennt, die dann aber im Anschluss gleich durch die der schweren Zwergeninfanterie von Oathmark ersetzt werden. Die Figur wirkt etwas bulliger auf diese Weise, aber bei Zwergen passt das eigentlich immer ganz gut. Die Waffe wird hier auch wieder aus Teilen der gedruckten Zwergenwaffen zusammengesetzt. Der Streithammer wird abgetrennt und durch einen Speerschaft ersetzt. Diesmal wird oberhalb und unterhalb der Hand auch ein Stück angesetzt. Um die Waffe zu vervollständigen, kommt noch der Kopf einer Doppelaxt hinzu. Der Kopf, den ich für den Zwerg benutzt habe, ist ohne Helm und der sieht den Köpfen der Trollslayer von GW ähnlich. Slayer finde ich persönlich ziemlich gut und genau deswegen wird der hier auch benutzt werden. Auch dem letzten Zwerg trenne ich die Arme ab und ersetze sie durch welche von Oathmark. Die Axt in der linken bleibt dieses Mal, da der gute Mann einfach gerne beide Hände einsetzt, wenn es darum geht, den Feind zu verprügeln. Die Waffe in der rechten Hand wird genauso zusammengesetzt wie die Axt beim vorherigen Zwerg, nur dass diesmal ein Hammerkopf zum Einsatz kommt. Ich habe mich wieder für einen Slayer-Kopf entschieden und wie vorher wird der mit Messingdraht befestigt und dann angeklebt. Damit sind alle Zwerge und ihre Bären fertig. Ein bisschen schade ist, dass es keine Regeln für die bei Herr der Ringe gibt. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Erweiterung, wo auch sowas in Betracht gezogen werden könnte, weil Bären sind ja nur in Mittelerde auch heimisch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das hat, dann lasst mir doch einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.